Und Sie haben das verhindert. Und dazu haben die Wissenschaftler in ihr Protokoll geschrieben, es sei politisch nicht gewünscht. Sie sagen, die Wissenschaftler haben unabhängig gearbeitet. Aber die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit wurden also nicht öffentlich gemacht, sondern die unterlagen ihrer politischen Weisung. Aber Sie können doch nicht sagen, das steht doch nicht in den Protokollen. Politisch nicht gewünscht. Nein, politisch nicht gewünscht, das Zitat ist da, aber Sie können nicht sagen, dass das... Hey Leute, herzlich willkommen. Mal ehrlich, was macht man mit einem Minister, der sich ständig widerspricht? Karl Lauterbach zofft sich mit Bildreportern, verdreht die Fakten und tut so, als wüsste er von nichts. Kann man so jemandem noch vertrauen? In diesem Video schauen wir uns genau an, wie Lauterbach sich rausreden versucht und warum diese Show nicht mehr funktioniert. Schaut rein und lasst uns darüber diskutieren, ob diese Art von Politik für Deutschland noch tragbar ist. Wenn euch der Inhalt gefällt, drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Los geht's! Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach steht in der Kritik. Es geht wieder einmal um Corona. Und zwar ganz konkret darum, dass die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts Anfang 2022 die Risikostufe senken wollten. Das ist ein Kennwert, von dem das Schicksal von Millionen Menschen abhing. Die politische Dynamik orientierte sich daran, wie hoch die Risikostufe ist. Aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat es verhindert, dass diese Risikostufe monatelang abgesenkt werden konnte. Nun gibt es Kritik, es gibt Rücktrittsforderungen und der Vorwurf lautet, er habe die Öffentlichkeit getäuscht. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Gesundheitsminister Karl Lauterbach sich heute unseren Fragen stellt. Herzlich willkommen, Herr Minister. Hallo, guten Tag. Herr Lauterbach, Sie haben noch vor kurzem gesagt, es habe keine politische Einflussnahme gegeben auf das Robert-Koch-Institut. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts sagen etwas anderes. Da steht, es war nicht politisch gewünscht, dass diese Risikostufe abgesenkt wird. Und nun haben Kollegen von der Süddeutschen Zeitung unter anderem interne E-Mails, aus denen ebenfalls hervorgeht, dass Sie politisch interveniert haben, damit diese Risikostufe nicht abgesenkt wird durch das RKI. Also haben Sie die Wahrheit gesagt? Habe ich auf jeden Fall. Und zwei Dinge, die Sie gerade vorgetragen haben, sind so nicht korrekt. Ich habe immer gesagt, die wissenschaftliche Arbeit des Robert-Koch-Institutes ist unabhängig gewesen. Das Robert-Koch-Institut hat eine hervorragende Arbeit in der Pandemie geleistet und war wissenschaftlich unabhängig und ist es auch weiterhin. Davon muss man abtrennen, die Frage, wie hoch ist die Risikostufe. Das ist eine Werteentscheidung. Also hat nichts mit unabhängiger Wissenschaft zu tun, sondern welches Risiko ist so hoch, dass Sie sagen, so viele Menschen sterben, dann ist das Risiko sehr hoch oder es ist hoch. Eine Werteentscheidung, nicht die wissenschaftliche Arbeit des Robert-Koch-Instituts, die ist immer unabhängig gewesen. Und zum Zweiten, ich habe auch nicht politisch interveniert, sondern ich habe fachlich interveniert. Ich habe einfach gesagt, für die Fallzahlen, die wir jetzt haben, fachlich so viele Fälle, ist es nicht richtig, die Risikostufe abzusenken. Somit war es eine fachliche Intervention und keine politische. Die war politisch in dem Sinne, dass ich als Politiker natürlich tatsächlich der Bundesgesundheitsminister bin. Somit ist alles, was ich mache, in gewisser Weise auch politisch. Aber die Begründung war fachlich. Und es ging nicht um die wissenschaftliche Arbeit des Robert-Koch-Institutes, sondern es ging um die Risikokommunikation und das Risikomanagement. Somit ist der Vorwurf falsch. Aber nochmal, Herr Lauterbach, die Wissenschaftler des Robert-Koch-Instituts waren ganz klar. Sie wollten es senken. Sie haben über Monate diesen Vorgang verhindert. Warum haben Sie nicht auf die Wissenschaftler gehört? Es ist nicht eine wissenschaftliche Entscheidung gewesen, sondern ich muss entscheiden mit dem Robert-Koch-Institut gemeinsam, mit Herrn Wieler, wie viele Menschen sind wir bereit, sterben zu lassen, um zu sagen, das Risiko ist hoch oder sehr hoch. Eine Werteentscheidung, eine politische Entscheidung, das Risikomanagement. Und das ist keine wissenschaftliche Ableitung. Sie können keine Ableitung machen, ab dann ist und so. Es gibt keine wissenschaftlichen Kriterien dafür, wann das Risiko hoch ist oder wann es sehr hoch ist. Und somit ist das eine Werteentscheidung und diese Werteentscheidung ist keine Intervention, sondern das muss ich zum Schluss verantworten. Aber Herr Lauterbach, die Wissenschaftler scheinen das ja einfach anders zu sehen als Sie. Also in den RKI-Protokollen
diskutieren diese Wissenschaftler über die Risikostufe. Monatelang wollen sie absenken und sie haben das verhindert. Und dazu haben die Wissenschaftler in ihr Protokoll geschrieben, es sei politisch nicht gewünscht. Sie sagen, die Wissenschaftler haben unabhängig gearbeitet, aber die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit wurden also nicht öffentlich gemacht, sondern die unterlagen ihrer politischen Weisung. Aber Sie können doch nicht sagen, das steht doch nicht in den Protokollen. Politisch nicht gewünscht. Nein, politisch nicht gewünscht, das Zitat ist da, aber Sie können nicht sagen, dass das Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit gewesen wäre, dass das Risiko jetzt hoch ist oder sehr hoch ist, sondern auf der Grundlage der wissenschaftlichen Arbeit hat damals der Leiter des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, vorgeschlagen, wir stufen herunter. Und ich habe gesagt, das sollten wir noch nicht tun, das haben wir miteinander diskutiert, weil ich befürchtete damals, es war im Februar 22, dass wir nochmal eine große Corona-Welle bekommen werden. Das war meine Sorge. Und genau das ist passiert. Wir haben danach die größte Infektionswelle gehabt mit Corona, die wir je gehabt haben. Wir haben nie höhere Inzidenzen gehabt als im März und April 22. Somit lag ich richtig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, das kommt jetzt nochmal. Genauso ist es gewesen. Daher hat sich tatsächlich die Nicht-Herunterstufung, die hat sich als richtig erwiesen. Es wäre ein Fehler gewesen. Stellen Sie sich vor, wie die Kommunikation gewesen wäre. Sterben jeden Tag 150 Leute. Wir stehen vor der größten Corona-Welle in der gesamten Pandemie und wir hätten die Risikostufe herabgesenkt. Das wäre doch falsch gewesen. Herr Lauterbach, Sie haben gerade gesagt, Sie hatten das Gefühl, dass es richtig wäre. Das war auch die Meinung des Corona-Expertenrates. Also der Corona-Expertenrat und auch die STIKO waren damals, die beraten mich ja auch, ich höre ja nicht nur auf das Robert-Koch-Institut, also wir waren auch der Meinung, dass eine Herunterstufung, da hat sich niemand für eine Herunterstufung ausgesprochen. Die STIKO hat damals argumentiert, wir wissen noch nicht genau, wie gefährlich die BA2-Variante ist. Herr Mertens hatte Sorge. Die Sorge habe ich geteilt. Und dann hat auch der Expertenrat darauf hingewiesen, dass die Intensivstationen sich wieder stärker füllen. Und mit diesen Signalen, der Expertenrat macht sich Sorgen wegen der Intensivstationen, Herr Mertens weist auf die unbekannte BA2-Variante hin. Und mit dem Wissen, wir werden noch mal in eine Welle gehen, weil die Fallzahlen stiegen ja schon wieder, war ja keine Spekulation, hatte ich das richtige Gefühl und daher haben Herr Wieler und ich zum Glück, muss man sagen, damals diese Entscheidung getroffen, noch nicht herunterzustufen. Sie haben bei jedem Gesetz, das Sie bislang gemacht haben, haben Sie sich immer auf die Wissenschaft berufen. Genau. Bei der Krankenhausreform, bei der Cannabis-Legalisierung und jetzt bei der Herabsenkung der Risikobewertung berufen Sie sich auf ein Gefühl. Aber die Risikobewertung ist doch kein Gesetz. Also die Risikobewertung, um es doch mal zu sagen, ist eine Kommunikation, was sage ich der Bevölkerung, wie hoch ist das Risiko. Ich will das erläutern, dass es nicht so kompliziert ist. Also der Bürger muss ja auch, sagen wir, sich was vorstellen. Stellen wir uns einfach vor, wir bekämen jetzt also eine neue Pandemie. Meinetwegen eine Vogelgrippe-Pandemie wird ausbrechen. Jeden Tag sterben 150 Leute. 2.500, 3.000 Leute auf der Intensivstation. Diejenigen, die es gehabt haben, haben oft eine, ich sag mal, Long Influenza, ME/CFS oder ähnliches. Es wäre komplett irre zu sagen, das Risiko ist nur hoch und nicht sehr hoch. Das wäre vollkommen unvorstellbar. Stellen Sie sich vor, wenn wir eine neue Pandemie hätten, 150 Tote am Tag, dass das Risiko dann sehr hoch ist, das liegt doch auf der Hand. Wir müssen auch die Proportionen noch sehen. Herr Lauterbach, das Robert-Koch-Institut war in der Corona-Zeit nicht bekannt dafür, allzu locker mit der Pandemie umzugehen. Zum Glück, genau. Aber das ist ja das, was Sie unterstellen, dass das Robert-Koch-Institut fast geradezu fahrlässig diese Risikostufe das ist nicht richtig. Nein. Erst zunächst einmal die Einstufung sehr hoch, die haben wir ja dann gemeinsam auch durchgehalten, die Monate bis Mai, denn dann hat natürlich auch Herr Wieler gesehen, die Fallzahlen sind sehr hoch. Sie stiegen ja sehr stark. War ja die größte Welle, die wir je gehabt hatten. Da war es ja passiert. Die größte, aber nicht die schlimmste. Ja, Sie dürfen es jetzt nicht verharmlosen. Also das Robert-Koch-Institut hat tatsächlich die Pandemie nie verharmlost, ich auch nicht.
Wir sind auch deshalb besser durchgekommen. Es gab viele Verharmloser, auch bei Ihnen im Blatt, wenn ich das ehrlich sagen kann. Sie haben Experten zum Teil gehabt, die hatten da eine andere Meinung, das respektiere ich. Aber wir sind mit weniger Todesfällen durch die Pandemie gekommen. Trotzdem sind uns aber 2022 noch einmal 50.000 Menschen an Corona gestorben. An und mit Corona, meinen Sie? Ja, jetzt kommen Sie mit der Debatte schon wieder. Die 50.000 Menschen, die Leute, die da gestorben sind, das ist die Definition des Robert-Koch-Institutes. Wir haben ja gerade noch die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Robert-Koch-Instituts in den Vordergrund gestellt. Auch das Robert-Koch-Institut sagt an und mit. Ja, aber trotzdem, also die Menschen sind gestorben und sehr viele haben Long-Covid entwickelt, sind jetzt noch krank, sehr schwer krank. Und somit also diese Debatte jetzt aufzuwerben, dass sie sagen, also sind die Leute an und mit gestorben. Wahrheit ist, wir haben eine Übersterblichkeit gehabt. Wahrheit ist, also das war in ganz Europa so. Wahrheit ist, die Lebenserwartung ist an und mit Corona gesunken. Wir hatten eine reduzierte Lebenserwartung. Bitte nicht nachträglich erneut die Verharmlosungsdiskussion, die, ich muss ganz ehrlich sagen, man muss ja auch offen miteinander reden können, die ich in Ihrem Blatt oft gesehen habe. Das hat mich damals, also haben wir ja auch miteinander gestritten. Ich bin der Meinung, dass wir das damals also vorsichtig gehandhabt haben. Es war nicht alles richtig, aber wir haben Menschenleben gerettet und viele junge Frauen insbesondere vor Long-Covid geschützt. Das war nicht falsch. Herr Lauterbach, es ist ja nicht nur so, dass Covid Folgen hatte für Menschen, auch für Menschenleben, sondern auch die Maßnahmen gegen Covid, die Kollateralschäden. Und genau darum geht es. Sie haben im Frühjahr 2022 immer wieder weiterhin Alarm geschlagen. Sie haben gesagt, die Lage ist viel schlechter als die Stimmung. Es darf keinen Freedom Day geben. Um uns herum haben zahlreiche Länder gelockert. Sie haben weiter Alarm geschlagen und jetzt ist eben rausgekommen, dass Ihre eigenen Wissenschaftler, jene, die nie verharmlost haben, lockern wollten. Es ist was anderes herausgekommen. Es ist was ganz anderes herausgekommen. Der von der FDP gewünschte Freedom Day, auch bei Ihnen immer wieder zu lesen, ist nicht gekommen und es war gut so, weil danach die schlimmste, die größte Covid-Welle gekommen ist in der gesamten Pandemie. Daher das ist rausgekommen. Es hat sich nachher gezeigt, dass der Freedom Day ein Riesenfehler gewesen wäre. Ich will noch mal sagen, das kann Ihnen vielleicht also nicht so viel bedeuten. Für mich ist das aber wichtig. Es sind noch einmal 50.000 Menschen gestorben. Jeden Tag 150 Menschen. Der Vorwurf, dass uns Menschenleben nicht viel bedeuten, den möchte ich hier aber sehr entschieden zurückweisen. Ja, das habe ich auch nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass Sie da eine andere Position damals vertreten haben. Das ist auch also vollkommen also Ihr Recht in dem Sinne. Aber ich habe diese vorsichtige Position immer getragen und ich wollte die Bevölkerung nicht irreführen. Wenn ich der Bevölkerung gesagt hätte, das Risiko ist jetzt nur noch hoch, es sterben aber jeden Tag 150 Leute, das wäre eine Irreführung gewesen. Das wäre falsch gewesen. Das wäre nicht richtig gewesen. Es entsprach auch überhaupt nicht also den Tatsachen. Der Freedom Day wäre gekommen, danach hätten wir eine Riesenwelle gehabt und es sind damals wirklich noch tausende Menschen gestorben. Das darf man nicht kleinreden. Warum haben Sie das damals nicht so kommuniziert? Warum haben Sie nicht gesagt, ich als Minister bin der Auffassung, die Experten vom RKI sind anderer Auffassung? Zunächst einmal die Experten. Ich habe die Fachaufsicht also über das RKI. Wenn es bei einer zentralen Frage der Risikokommunikation, es geht ja nicht um einen wissenschaftlichen Wert oder so etwas, aber wenn es bei einer zentralen Frage der Risikokommunikation zwei unterschiedliche Kommunikationslinien, also im Ministerium und in der ihm zugeordneten Behörde gibt. Das wäre absurd gewesen. Wir können doch nicht schizophren kommunizieren. Wir haben so lange miteinander gerungen und gesprochen und verhandelt, bis wir uns darauf geeinigt hatten, das zunächst einmal nicht herunterzusenken. Das war auch richtig. Würden Sie diesen Satz aus dem März nochmal wiederholen, dass es keine politische Weisung an das RKI gab? Auf jeden Fall, es gab keine Weisung. Also eine Weisung habe ich nie erteilt. Eine Weisung also wäre so gewesen, dass Herr Wieler zum Beispiel abgelehnt hätte, das mache ich nicht, und dann hätte ich das angewiesen. Das hat es nie gegeben. Wir haben miteinander diskutiert, das war zum Teil auch robust, das gehört aber dazu. Ich habe die Fachaufsicht, das steht ja unstrittig, das ist nicht nur mein Recht, sondern meine Aufgabe. Eine Weisung hat es natürlich nie gegeben. In dem Zitat steht auch noch, dass Sie selbst gesagt haben, Politik mischt sich in diese Bewertung nicht ein. Die
internen E-Mails, die zeigen aber deutlich anderes. Entschuldigen Sie bitte, welche Bewertung? Also dass die Risikokommunikation, also ist das Risiko jetzt hoch oder nicht sehr hoch und so weiter und so fort, dass ich mich da nicht einmischen würde, das wäre absurd. Es ist ja unsere gemeinsame Kommunikation. Wir treten doch vor die Öffentlichkeit und sagen, das Risiko ist hoch oder nicht sehr hoch. Das habe ich ja sogar mit Herrn Wieler und mit dem Robert-Koch-Institut in der Bundespressekonferenz immer gemacht. Und wir können da nicht zu zweit in der Bundespressekonferenz sitzen und geben zwei unterschiedliche Risikostufen. Das wäre absurd gewesen. Es ist meine Aufgabe zu verantworten. Das ist ein Unterschied. Ob das ein begleitender Wissenschaftler ist, der von der Seite sagt, okay, das 150 oder so, das ist eigentlich, die sterben mit Corona oder was auch immer, kann man als außenstehender Wissenschaftler oder was auch immer kann man das sagen. Aber wenn ich in der Verantwortung bin für das Risikomanagement, dann muss ich für das Risikomanagement auch die entsprechende Risikostufe angeben können. Das haben wir gemacht. Da waren wir kurze Zeit anderer Meinung. Dann ist aber genau das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Die große Welle haben wir nochmal gehabt. Das war die letzte große Corona-Welle. Die haben wir einigermaßen gut gemeistert. Herr Lauterbach, es gab ja auch weitere Widersprüche zwischen der Wissenschaft und der Politik, auch zwischen dem Robert-Koch-Institut und der Politik, die aus diesen RKI-Protokollen nun hervorgehen. Beispielsweise haben die RKI-Experten schon sehr früh davor gewarnt, vor einer Pandemie der Ungeimpften zu sprechen. Genauso findet sich in den Protokollen, dass davor gewarnt wurde, ungeimpfte und geimpfte Menschen politisch unterschiedlich zu behandeln. Sie haben aber beides getan. Sie haben sowohl von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen, Sie haben sich für unterschiedliche Regeln ausgesprochen. Also warum haben Sie da den Rat Ihrer Wissenschaftler ignoriert? Nein, das ist auch eine Unterstellung. Zunächst einmal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich selbst von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen habe. Das ist ein Vorwurf, der also Gesundheitsminister Spahn damals bekommen hat. Er hat sich etwas ungeschickt, glaube ich, ausgedrückt damals. Und Sie haben das nie gesagt? Soweit ich weiß nicht. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht. Das war auf jeden Fall nicht meine Sicht. Ich weiß, dass der Vorwurf Herrn Spahn gemacht wurde, dass er von der Pandemie der Ungeimpften gesprochen hat. Ich habe immer darauf hingewiesen, dass wir tatsächlich, das war ja auch so, die schweren Verläufe damals nur noch oder schwerpunktmäßig bei den Ungeimpften gesehen haben. Und daher wären natürlich in der Bevölkerung weitere Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen möglich gewesen, wenn die Menschen alle geimpft gewesen wären. Aber das habe ich immer so gesehen, darüber muss der Deutsche Bundestag zum Schluss entscheiden. Wir haben ja immer die Diskussion gehabt, wieso spielt das Parlament hier keine Rolle, wieso macht das alles die Ministerpräsidentenkonferenz, wieso macht das Frau Merkel, wieso macht das Herr Spahn, was auch immer. Und dann haben wir bei der Impffrage tatsächlich das Parlament befragt. Und da hat es eine Abstimmung gegeben und dann war der Fisch geputzt, dann war das auch gut so. Nachträglich, muss man sogar sagen, war es richtig, dass wir keine Impfpflicht gemacht haben. Aber dass darüber das Parlament abgestimmt hat, das finde ich war einer der besseren Prozesse in der gesamten Pandemiebewältigung, aber dass ich ich kann mich ehrlich gesagt an Konflikte in wissenschaftlicher Hinsicht mit dem Robert-Koch-Institut so gut wie nicht erinnern. Das Robert-Koch-Institut hat eine fantastische Arbeit gemacht. Ich habe sogar, ich glaube einmal sogar mit einem Wissenschaftler des Robert-Koch-Institutes gemeinsam eine Arbeit publiziert. Da gab es überhaupt keine Probleme mit den Wissenschaftlern, aber wie gesagt, die strenge Unterteilung, das müssen Sie wirklich zulassen, die strenge Unterteilung ist Wissenschaft auf der einen Seite, da war das Robert-Koch-Institut immer frei, und Risikobewertung, das ist eine politische Verantwortung, die Sie übernehmen, und da waren wir an einer Stelle mal anderer Meinung und da hat es sich nachträglich gezeigt, dass ich recht hatte. Jetzt wirft Ihnen die FDP vor, die Bevölkerung in die Irre geführt zu haben, wirft Ihnen Täuschung vor, fordert sogar Ihren Rücktritt. Das ist grotesk, wenn ich das sagen darf. Ich kenne ehrlich gesagt keine Partei, die die Öffentlichkeit stärker getäuscht hat als die FDP. Die FDP hat doch gelogen. Sie hätte noch lange alle Möglichkeiten erwogen, um in der Ampelregierung weiterzumachen, und hatte aber im Hintergrund die Papiere schon fertig, um die Ampel zu verlassen und kaputt zu machen. Das heißt, eine Partei,
die selbst über, aus meiner Sicht, keinerlei Glaubwürdigkeit verfügt. Von der lasse ich mich doch hier nicht also kritisieren. Also wenn Sie mir jetzt kritische Fragen stellen, das ist Ihr Recht, das finde ich richtig und daher stelle ich mich auch der Diskussion. Ohne Wenn oder Aber. Aber mit der FDP würde ich so etwas gar nicht diskutieren wollen, weil da würde mir ehrlich gesagt die Glaubwürdigkeitsbasis fehlen. Die FDP lenkt vom eigenen Versagen ab. Wahrheit ist doch, wir haben große wirtschaftliche Probleme und wir sind mit dem Finanzminister der FDP nie in der Lage gewesen, diese Probleme wirkungsvoll anzugehen. Die FDP ist immer die Opposition in der Regierung gewesen. In meinem Bereich über unsere Gesundheitspolitik war es besser, unbenommen, aber im Großen und Ganzen hat die FDP immer weiter Sand ins Getriebe gestreut. Und also wenn jetzt die FDP dort also Vorwürfe erhebt, eine Partei, die übrigens in der Corona-Pandemie, das muss man auch sagen, immer wieder für Lockerungen gewesen ist und also sehr, ich sag mal, großzügig auch mit der Sicherheit anderer Menschen bereit war umzugehen, dann ist das für mich keine wirklich ernstzunehmende Kritik. Das kann ich nicht ernst nehmen. Herr Lauterbach, die Kritik an Ihnen, die gibt es ja nicht nur von Experten oder auch von der FDP, die Sie nicht mehr ernst nehmen, sondern auch aus Ihrem eigenen Haus. Wir haben heute einen Artikel veröffentlicht über den Bericht des Personalrats des Bundesgesundheitsministeriums. Ja. Und die Rede ist von hohem Frust, von miserabler Stimmung. Und dafür wird nicht nur die Überarbeitung, die hohe Arbeitslast verantwortlich gemacht, sondern auch Sie persönlich. Was sagen Sie denn dazu? Zunächst einmal, also wir haben tatsächlich super hart gearbeitet. Also das Personal ist im Bundesgesundheitsministerium über sich hinausgewachsen. Wir haben ja mit den 16 Gesetzen, die wir gemacht haben, viel mehr Gesetze gemacht als also viele andere Ressorts. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie mal, wie viele Gesetze die FDP-Minister insgesamt gemacht haben. Aber es ist richtig, das Haus hat sehr hart gearbeitet. Ich habe dem Haus dafür immer gedankt. Wir haben eine Krankenhausreform hinbekommen, die seit 20 Jahren überfällig war. Bei der Digitalisierung hatten wir seit 2002 einen Stillstand und wir sind belächelt worden international. Dann ist aber innerhalb von kurzer Zeit ist dem Haus gelungen, das elektronische Rezept ist da, die elektronische Arbeitsunfähigkeit ist da, das digitale Organspenderegister ist da. Am 15. Januar kommt die elektronische Patientenakte. Wir haben die Lieferengpässe bei Arzneimitteln deutlich in den Griff bekommen. Wir haben die Corona-Krise bewältigt. Das Haus hat super hart gearbeitet, dass jetzt der eine oder andere sagt, okay, das war vielleicht zu viel, wir sind erschöpft, das verstehe ich. Aber ich habe immer dem Haus gedankt für die herausragende Arbeit. Das Haus wird gesehen als eines der Aktivhäuser, also wirklich in der gesamten Bundesregierung. Und ich verstehe, wenn da, also das war ja schon mal, wenn die Mitarbeiter dann sagen, das ist jetzt zu stramm, das ist zu viel, wir gehen jetzt zu schnell. Aber wir hatten, das hat sich ja auch herausgestellt, wir hatten halt nicht so viel Zeit. Und wenn wir weniger hart gearbeitet hätten, hätten wir diese großen Gesetze, Medizinforschungsgesetz, Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, Krankenhaustransparenzgesetz, Krankenhausentgeltgesetz, Arzneimittellieferengpassgesetz und so weiter und so fort. All diese Gesetze hätten wir nicht hinbekommen. Daher habe ich immer sehr viel verlangt. Das ist richtig, aber das ist auch mein Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Fantastisches geleistet. In diesem Bericht steht aber auch, dass Sie nach dem Ampelbruch Ihren Mitarbeitern tatsächlich nur lediglich mit einer kurzen Mail informiert und gedankt haben. Würden Sie heute nicht mit ihm persönlich sprechen und Ihnen persönlich danken? Das ist erstmal, ich glaube, gestern oder vorgestern war es, habe ich zum Beispiel also eine Ansprache gehalten vor dieser großen Abteilung, die die Krankenhausreform gemacht hat. Haben wir angestoßen, ein verdienter Mitarbeiter, also ich will sagen, wie heißt es, ist ausgeschieden. Und da habe ich den Mitarbeitern gedankt, es war eine super Stimmung. Und ich habe gestern noch ein Interview gegeben an alle Mitarbeiter. Das wird jetzt in Kürze gedruckt, das also war vor Ihrer Berichterstattung. Von Ihrer Berichterstattung bin ich heute Morgen überrascht worden. Essen in der Kantine wäre nicht schlecht und wäre nicht gut oder was auch immer. Wusste ich nicht, also ich kannte den Brief daher bis dahin noch gar nicht. Aber also Wahrheit ist, das muss man auch einräumen, es ist super viel
und sehr hart gearbeitet worden. Das ist so. Aber ich habe den Mitarbeitern auch persönlich gedankt und werde das jetzt auch weiterhin tun. Wie gesagt, die also besonders betroffene Abteilung 2, die größte Abteilung im Haus, die jetzt die Krankenhausreform gemacht hat, da haben wir jetzt schon zweimal miteinander angestoßen. Einmal mit den leitenden Mitarbeitern bei mir im Büro und dann, also vorgestern, hatten wir so eine Flursituation, ich weiß nicht, waren 80, 90 Leute oder so, und ich habe alle Abteilungsleiter bei der Abteilungsleiterrunde, bei der letzten Abteilungsleiterrunde, noch einmal gebeten, persönlich meinen Dank an die Mitarbeiter zu richten, und habe gestern ein Interview gegeben. Bin mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Kontakt, aber wie gesagt, die Kritik ist auch nicht ganz falsch. Das ist ja nicht falsch, es ist sehr viel verlangt worden. Das hört sich ganz so an, als würden Sie am liebsten als Gesundheitsminister weitermachen, auch in einer kommenden Regierung. Ist das so? Also zunächst einmal, es geht jetzt darum, dass die Reformen weitergehen. Wir haben wirklich Reformen hinbekommen, die seit 20 Jahren gefehlt haben. Wir waren bei der Medizinforschung durchgereicht worden. Wenn Sie überlegen, ein Land wie Deutschland bei der Medizinforschung spielt keine große Rolle mehr. Das haben wir beseitigt mit der Medizinforschung. Digitalisierung kommt, Krankenhausreform kommt. Dass ich noch weitere Pläne habe, das ist richtig. Aber im Vordergrund muss jetzt erstmal stehen, dass wir das, was wir machen können, noch in dieser Legislaturperiode machen. Dann sehen wir weiter. Amtsmüde zumindest bin ich noch nicht. Das sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Lauterbach, und vielen Dank für Ihr Interesse. Danke Ihnen.